Quasi alle Hersteller haben echt spannende Fernseher für dieses Jahr vorgestellt. Kann man also jetzt noch guten Gewissens einen Vorjahres-TV kaufen oder lohnt es sich, auf die neuen Geräte zu warten? Hallo, hier ist Fitus von hifi.de und die entscheidende Frage ist ja, ob es sich für genau dich lohnt zu warten, und dabei soll dir dieses Video helfen. Die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt stellt sich natürlich nur, wenn es grundsätzlich für dich möglich ist, auch noch ein paar Wochen oder Monate mit dem Kauf zu warten. Als erstes geht es dann darum, wie groß und vor allem, wie teuer der nächste Fernseher sein darf. Denn leider reicht das Budget doch nicht immer für die neuesten absoluten Spitzenmodelle wie ein LG OLED G4 in 83 Zoll mit Micro Lens Array OLED Panel der zweiten Generation, nur um jetzt ein Extrembeispiel zu nennen. Die größten Weiterentwicklungen findet man aber genau in diesen Spitzenmodellen, die leider quasi alle preislich echt hoch angesiedelt sind. Wenn das Budget nicht für die Spitzenmodelle reicht, dann bekommt man quasi genauso gute Fernseher auch jetzt schon, nur eben aus dem Vorjahr. Bei den günstigeren Modellen sind die Verbesserungen von 2023 auf 2024 kleiner. Und für die 23er Modelle findet man auch noch eine ganze Weile deutlich bessere Angebote als für die diesjährigen Nachfolger. Der LG C4 wird dem C3 zum Beispiel sehr ähnlich sein und für den C3 gibt es gerade häufig gute Angebote. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ohne dass ich wirklich genaue Preisgrenzen oder so nennen kann. Denn jede Situation ist ja bekanntlich anders und jeder legt auch auf verschiedene Dinge Wert. Falls ihr noch nicht genau wisst, welcher Fernseher für euch die beste Lösung ist, dann empfehle ich zum Beispiel unser Video über die besten Fernseher des letzten Jahres. Da ist mit Sicherheit auch eine passende Lösung für euch mit dabei. Und da es dir wahrscheinlich auch um die besten Angebote geht, möchte ich kurz noch was zum Produktzyklus von Fernsehern sagen. Die ersten Fernseher des Jahres kommen im März auf den Markt. Gerade die wichtigsten Geräte, also die, die sich am besten verkaufen. Spitzenmodelle wie ein Philips OLED Plus 959 oder ein Panasonic Z95A können aber auch ein paar Monate länger bis zum Verkaufsstart brauchen. Und wenn Produkte frisch auf dem Markt sind, dann kosten sie erstmal die oft ziemlich hoch angesetzte UVP, bevor sie langsam günstiger werden und es irgendwann wirklich gute Angebote gibt. In der Regel dauert es mindestens ein halbes Jahr, bis die Angebote wirklich attraktiv werden. Das heißt, für die meisten Fernseher kann man ab Oktober oder November mit guten Angeboten rechnen. Für TVs, die später auf den Markt kommen, natürlich auch erst etwas später. Wie lange oder wie oft die Fernseher dann für richtig gute Preise zu haben sind, hängt natürlich von der Nachfrage ab. In der Vergangenheit kam es aber durchaus auch schon öfter vor, dass man Fernseher auch noch ein Jahr oder länger nach der Markteinführung zu echt guten Konditionen bekommen hat. Gerade wenn die neue Generation auf den Markt kommt, sind nochmal gute Schnäppchen möglich. Schließlich muss in den Lagern ja auch wieder Platz geschaffen werden. Allerdings geht es dabei auch um die Verfügbarkeit. Und wenn die knapper wird, werden die entsprechenden Modelle auch wieder teurer. Die aktuellen Angebote seht ihr am einfachsten immer in den Testartikeln auf hifi.de. Und zu besonderen Aktionen machen wir ja auch eigene Beiträge auf der Website oder ich berate euch im Livestream hier auf YouTube. Für die meisten heißt das jetzt also, dass man durchaus noch 2023er Fernseher kaufen kann und sogar sollte. Aber für wen lohnt es sich dann, auf die neuen Modelle zu warten? Naja, wenn der aktuelle Fernseher noch gut genug ist, dass man ihn noch eine Weile nutzen kann und oder das Budget es zulässt, dass man sich dann ein wirkliches Spitzenmodell, vielleicht sogar direkt eine Größe größer holt, dann kann es sich durchaus lohnen, auf die 2024er Fernseher zu warten. Viele der besten Fernseher des Jahres konnten wir ja schon auf der CES in Las Vegas oder den Presseevents danach zum ersten Mal sehen und haben ja dann auch direkt darüber berichtet. Und da sind dieses Jahr teilweise echt große Sprünge im Vergleich zum Vorjahr dabei. Sowohl die QD-OLED-Panels von Samsung Display als auch die WRGB OLED-Panels von LG Display wurden weiter verbessert
Und auch an der LCD oder besser Mini-LED-Front gab es große Schritte nach vorne. Außerdem haben gleich mehrere Hersteller stärkere Chipsets für mehr KI-Rechenleistung in deren besten Fernsehern verbaut. Ein paar konkrete Beispiele. Samsung hat beim S95D nicht nur ein helleres QD-OLED-Panel mit mehr HDR-Spielraum verbaut, sondern auch eine neue Beschichtung, bei der man wirklich quasi keine Spiegelungen mehr sehen kann. Irgendwas muss mit Umgebungslicht allerdings passieren, weshalb die matte Oberfläche dann kein komplett perfektes Schwarz mehr hat. Klar, LG bringt einen transparenten OLED auf den Markt, aber beeindruckender im Wohnzimmer ist wahrscheinlich ein G4, der jetzt auch in 83 Zoll das MLA OLED Panel der zweiten Generation verbaut hat. Das bekommt man auch in Panasonics Flaggschiff, das jetzt Z95A heißt, allerdings nur in 55 und 65 Zoll. Außerdem wird es die Panasonic-Fernseher jetzt mit Fire TV Betriebssystem geben und das, so wie es aussieht, ohne dass man dafür die detaillierten Panasonic-Einstellmöglichkeiten aufgeben muss. Philips spricht beim OLED Plus 959 mit Micro Lens Array von bis zu 3000 Nits Spitzenhelligkeit und packt dazu das neue Ambilight Plus, welches den Ambilight-Effekt auf ein nächstes Level heben soll. Sony hat zwar bis jetzt offiziell noch keinen 2024er Fernseher vorgestellt, aber mein Kollege Torben konnte schon einen Blick auf das neue, verbesserte Full Array Local Dimming werfen, welches im 4K Mini-LED Flaggschiff zum Einsatz kommen wird. Und Hisense und TCL versuchen sich quasi gegenseitig in Größe, Spitzenhelligkeit und Dimming-Zonen zu überbieten, was bei TCL einen 115 Zoll Fernseher mit 5000 Nits und bei Hisense einen zwar kleineren 110 Zoll TV, der aber dafür sogar auf 10.000 Nits kommt, hervorbringt. Das waren jetzt nur die wichtigsten Beispiele der 6 relevantesten Hersteller, ganz schnell und grob skizziert. Mehr könnt ihr in den einzelnen Videos dazu erfahren. Und für diese Fernseher kann es sich lohnen, noch zu warten, weil man hier eben die größten technologischen Weiterentwicklungen bekommt. Preislich werden die aber alle recht hoch angesiedelt sein. Wie viel Unterschied die neuen Panels oder Features wirklich in der Praxis machen, können wir natürlich erst sagen, wenn wir die jeweiligen Fernseher bei uns hier vor Ort getestet haben. Wir planen dieses Jahr auch noch früher und noch mehr Fernseher zu testen, aber bitte habt noch ein bisschen Geduld. Damit ihr die ganzen anstehenden Tests und auch die weiteren Videos alle direkt mitbekommt, abonniert am besten einfach direkt unseren YouTube-Kanal. Das hilft uns auch einfach weiter, dass wir in Zukunft noch mehr und noch früher die neuesten Fernseher für euch testen können. Sagt uns auch gerne in den Kommentaren Bescheid, welche TVs euch am meisten interessieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie Fernseher vielleicht in den nächsten Jahren aussehen werden, dann schaut einfach mal in dieses Video rein.